Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in das Video rein. Ja? 2 Weeks Wilderness Camping Part 2 mit dem Kajaks und so. Denn wir haben nämlich im letzten Stream schon den ersten Teil von 2 Weeks Wilderness Camping in the NWT Mountains Part 2. Und das war schon sehr geil. Ja, das war sehr geil. Das Video ist von Jim Beard, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ja. Adventurer heißt der Kanal. Also Jim Beard Adventurer. Und das ist quasi einer, der bei Alone eine Staffel gewonnen hat, zusammen mit seinem Bruder. Das war irgendwie die Teamstaffel, haben wir letztens mitgekriegt. Und die sind gerade in Nordkanada unterwegs. Eventuell auch eine Gegend für Seven vs. Wild, keine Ahnung. Und die angeln da so ein bisschen und zeigen zwischendurch immer so coole kleine Survival-Hacks, haben wir letztes Mal mitgekriegt. Ja. Also deshalb gehen wir da nochmal rein. Wirklich sehr geil. Richtig Bock und wir schauen mal, wie es da jetzt weitergeht. Aufgehört hat es bei diesem Stein, den ihr da jetzt seht. Ja. Und da hatten die in der letzten Folge quasi einfach einen Doppelregenbogen. Richtig krank. Speck. Das ist der Hund wieder, feier ich. Day 8 and we are about to run a canyon. This one is more difficult than the last one. It's probably a class 3 raft. Auch an der Stelle noch Props an den Hund, dass er die ganze Zeit auf diesem Boot balanciert. If not higher. So we're in the canyon now. Looks pretty tame so far, but the walls are sheer. Was der We're Hund gonna eigentlich get so over on a erlebt, gravel ne? bar. Ja, das ist völlig krank für so einen Hund. Also die meisten Hunde sind ja irgendwie in der Stadt dann, die sind halt in der Wohnung, Ja. gehen 3-mal am Tag oder 4-mal Gassi. Und hat derUnd einfach. Und für den Hund hörst du mal, ja, ich bin halt auf dem Kanu, passt schon. Der hat in 14 Tagen mehr erlebt als jeder Berliner Hund, das kannst du wissen. Als jeder Berliner. And see if we can have a look downriver. So we are standing in what's known as Canyon 3 right now. Canyon 2 for us because we paddle Blackfeather Creek. And we're about to embark on the rapid in this canyon. So we're a little bit nervous of what lies ahead. I'd say we just hit this, and then, you know, we try to get a look at that, like maybe pull over at the end of the Das sind halt die gefährlichen Stellen, ne? Ja. Alter Schwede. gravel bar over there or something. We're ready to go. Check out the canyon behind. Wicked, bad Mountain River, Northwest Territories. My name is Sloppy Pants McGillicuddy. Ich freue mich gerade wieder mal, wie das da aussieht. Finde ich geil. Also das ist, der Hund ist ja wirklich der krasseste da gerade. Ja, der hält sich da einfach. Ja, der ist ja, also ist der angeschnallt, also der hat ja eine Stall, ist ja kein Sitz, war oder was? Ja, Der hat- angeschnallt wird der nicht sein, weil wenn Ja, das Boot stimmt, dann stimmt, kentert, ja, dann ist stimmt. richtig scheiße. Der hat eine Schwimmweste an, ne? Ja. Aber dass der sich so hält, ist ja krass. Also er hat ja nicht mal einen kleinen Rand, wo er irgendwie so, wow. Well, we're at the confluence of the Stone Knife and Mountain Rivers here, and the Stone Knife is just absolutely crystal clear. There's a lot of clear water pushing into here, and it's amazing to see the two Wie klar das Wasser ist. Ich meine, das sagt er auch gerade, aber das ist ja richtig nice. different kind of waters mix. They don't mix right away, and there's just like a line right between the two rivers. It's pretty cool. I just came up on a porcupine hanging out right here. There he goes. I want to split this up into small pieces for the stove, but obviously holding it like this isn't a good idea. The best thing to use is just another stick like that to hold it in place. Den Trick haben wir letztens in go. einem anderen Video schon gesehen. Ja. Ist das schön da, Alter. We Eureka. camped on sand last night. Everything's covered in sand today. This morning was pretty cold, hence the toque that barely fits over my freaking hair. I'm just gonna continue doing an interview while Jim loads the entire boat so that I don't have to help. Just kidding, I'm gonna help. Alter, das Wasser ist echt crazy da. Aber ich glaube, dadurch macht es halt Spaß. Man hast ja schon festgestellt, einfach so Kanu fahren ist okay. Ja. Ist zwar nicht das Geilste, wenn du so ein bisschen, also ein bisschen ist schon gut, aber so ist ein krasses Abenteuer dadurch, oder? Irgendwie.
Ja. Wenn das jetzt alles seichtes Wasser wäre. Aber wäre jetzt bei mir auch schon wieder jetzt so aus dem Blauen raus, würde ich das halt im Leben nicht machen, weil ich einfach mir denke, für solche Gewässer habe ich nicht die Erfahrung. Also da musst du ja erstmal irgendwie begleitet durchfahren und irgendwie ein bisschen Ahnung entwickeln, wo kannst du langfahren, welche Strömung kannst du nehmen und weiß ich was nicht, weil sonst kenterst du da, glaube ich, sehr, sehr schnell weg. Ja, ist ein Punkt, ja, stimmt. Also würde ich jetzt aus dem Blauen raus, wäre jetzt nicht die erste Wahl, die ich treffen würde. Also ist vielleicht so begleitet mit so einem Profi, der einem das dann beibringt. Gibt's bestimmt auch online Routen quasi, gibt's bestimmt auch Anfängerrouten und sowas. Da bin ich mir sicher. Today is a challenging day. The river's volume is much bigger. We have another intense canyon to go through. This one is supposed to have the toughest rapid of the whole trip in it. A lot of tight turns and a lot of big water wave trains to hit today. Out of the boat, Buck. Buck's gonna meet us at the end of the rapid. We're not gonna run with Buck in the boat. Ah, cool. Ist ja geil. Clever. Alter. Ja, da geht's schon ab. Heureka. Guck mal, wie die da stimmen, Alter. Krass. Good boy. Just great runs. We bombed a lot of great stuff, and of course the canyon was just like epically beautiful scenery-wise. Pretty cool, eh, guys? Dude, that was fucking awesome. Amazingly fun. Probably would have pushed on, but it's such a nice campsite here. We decided that we don't. Das ist halt echt Premium, ne? Das seichte Wasser, Holz ohne Ende, Totholz. Ey, wie das aussieht, ist das geil, Mann. Ja. Schön. Wo ist der Hund, Mann? Wo ist der Hund? I don't want to miss out on this, so Yeah, took which it a one? bit of an Eichhörnchen. earlier day, and we're gonna stay here and enjoy ourselves. It's a freaking awesome trip. One of the things that's great to have when you're at camp is a collapsible bucket. You can just fill it up, but the problem is you don't want to wash your hands and do your dishes in the bucket where you also might be taking your water out to drink or to boil over the fire or whatever. So a great thing to do is just to take another small bottle, punch a bunch of holes in it, tie it to the top of the bucket, fill it in the good clean water that's in the bucket, pull it out, and then wash your plate, wash your hands underneath that, and that'll leave the water in the bucket nice and clean to use for drinking and that kind of stuff. Smart. Ja. Morning, day 10. Awesome campsite right at the base of this canyon, and we are about to push off. Oh, und einer muss We wieder die gotta Kamera get holen. caught up today. We're gonna be paddling well into the evening, probably till 9. Nee, Andi, die haben einfach nur genug Kameras dabei. Geil wäre ja auch, wenn der Hund einfach auf Kommando stillsteht mit seiner GoPro auf dem Rücken. Das macht und dann, komm! Und dann kommt er. Und dann muss er wirklich stillstehen. Ja, stimmt. At night. Fortunately, it doesn't matter that much because it stays light here all the time. Current is just ripping still through all kinds of braids. We're probably averaging 12 kilometers an hour, if not faster. It's just insane how fast we're going. It's almost like consistent Swifts and Class 1s, and it's really freaking cool. Da machst du And Meter. absolutely Yeah. beautiful days. We're just loving this, but you got to stay on your toes a little and make sure you pick the right braid because some are shallower than others. We're cruising along the river. I saw an antler sticking up and I found this. The antlers are cool, and Ted and Heather already have one. Krass. Einfach nochmal so ein Geweih gefunden. Aber was ein Prototyp, ey. Krass, Ja. ey. I was like a little bit jealous. So I'm feeling like we're doing pretty good. We're still behind schedule, but if we can put in a long day today and make good time, we should be there to meet our float plane pickup at the confluence of the mountain and the Mackenzie. Buck seems to be enjoying his cool spot where Ted has buried him. I don't know if it's usually this hot der here. I süß, think der this is Hund, der geht ja gar nicht. unseasonably hot. It's August 7th, and we are roasting. Hast du gehört? Nee, was? 7. August ist das. Hat er gerade gesagt. Und die sind ja relativ weit nördlich in Kanada. Okay. Buck to the boat. Good boy.
Schön. Oh, look, the waterfall. We are just approaching Canyon 6 here on the Mountain River. Really dramatic scenery. And we've heard word that there are a hot springs about halfway through the canyon on the left. So it's going to be a little search. We're Haben going die to schon irgendwann try to gesagt, wie find viel... them. We might. Haben sie es gerade gesagt? Nee, wie viele Kilometer die schon unterwegs sind eigentlich? Ich glaube nicht so richtig, leider. Weil Also das hätte ich mir bei den Einblendern auch gewünscht, dass sie da halt immer einfach noch eine Kilometerangabe zu machen. ultra interessant, oder? Weil, ja, 10. Aber- Tag, aber wie viel jetzt schon so? Ja, wenn Auf man der jetzt Karte, auf der Karte keine Ahnung, sieht, Alter. kann viel sein, kann wenig sein, keine Ahnung. Aber er wird es wahrscheinlich zum Schluss sagen, hey, wir haben das und das geschafft. Find it, we might not, but pretty amazing phenomenon. Hot springs, just warm water coming up through the ground. We're looking forward to checking them out and hopefully taking a dip in them. We're trying to find the hot springs, and Boah, das wär we're killer. not quite Über sure where 20 these are going to be. Krass. We hear they're on river left. It's all just massive wär ja chillig. cliffs. I mean, I don't want to just hike all over the place Ja. guessing. Ted had said that the hot springs were on the left. Now he's over on the right, and me and Tori are just standing here. He's searching on the right. Maybe he thought they were over there, or he wants to make sure. So we'll keep pushing on. Probably would be basking in the hot springs right now if we weren't following his lead on this one. But it is what it is. Es ist wie es ist, Mann. We left Ted behind and came around the corner and got a massive waft of sulfur. Yo, Tori, I think this is it. Coming right out of the side of the mountain. We just gotta follow this to where it gets deep. This is it. Yeah, it's warm. Ist ja geil, dass die da jetzt so eine heiße Quelle haben, Als ob, wo die ey. sich reinsetzen können, ey. Als ob, ey. Oh Mann. Ted! We found the hot spring! All right, well, we're gonna give up on Ted, unfortunately. He'll see our canoe pulled up here and we're gonna go swimming in the hot spring. Yeah! Lass den Idioten doch weitermachen. Hey, look! Someone made a little bath with rocks here. It just bubbles right out of the rocks hör doch of this auf. huge cliff here. Troy, I think we should just walk down and follow the creek. Gerrit, da sehe It ich. does smell like salt. Mamba-Alarm. Da sehe ich uns aber auch, ey. Es wird, Schön in einer heißen Quelle sitzen. bevor die Unterhosen fliegen, immer Mamba-Alarm rufen, ja? Richtig. Richtig und wichtig. Sulfur. See these interestingly colored algae growths that for some reason grow in this sulfur-rich Okay, das ist ja water, ultra but geil, nowhere ja. else. Oh my God, it's amazing. Oh yeah. I wouldn't call it hot, but definitely nice and warm. About to jump in. By jump, I mean walk into this hot springs. It's so warm. The search for the hot springs has been successful. Success. Now I get to hang out in the hot springs with this babe. Go on, go on. Stark. Dip, dip and swing your back, flashing and silver, follow Wie an dieses Geweih einfach sämtliche GoPros rangebastelt wurden. the wild goose track. Dip, dip and swing. My paddles keen and bright, flashing and silver, follow Und die the anderen drei auch. wild Wann goose hört er endlich track. auf? Dip, dip and swing. Look at it. Silver from the water. We are approaching the mouth of the mountain Das ist ja richtiger Ententeich da. Da ist ja keine Welle drauf. Die erzeugen ja nicht mal eine. Wie geht das? river where it pours into the ein Mackenzie. bisschen. And then we got to paddle up an eddy in the Mackenzie a little bit of a ways. And that's where we're going to camp tonight and wait for our float plane pickup tomorrow. Alter. That mountain there is on the opposite side of the Mackenzie River. That's the mountain there. And that means we are probably right here, which means we'll be finishing the mountain river in a couple clicks. It's just been smooth Krasse Typen, dass die auch mit Karte Kompass wahrscheinlich einfach arbeiten. sailing, beautiful weather, and awesome the entire time with just mind-blowing scenery. All these things that scared us, we approached them with confidence and we figured it out. So I'm really proud that we managed to conquer the mountain river and we had the skill that we needed. But at the same time, it's like, oh, the trip's over. Yeah, we're done. Go on, Buck. Nein, nein, nein. Oh, jetzt ist wieder nass. Yay, Buck. You did it, Wie schmutzig das war. Good job, everybody. Ach, und da lassen sie sich dann jetzt mit dem Flugzeug abholen wahrscheinlich. Come on, Buck. High five. High five, Buck.
wanted to paddle this river for so long, and now we've done it. And it's kind of sad a little bit in a way too that now we got to go home back to our normal lives. Bittersweet, I guess is a good way to say it. But as far as really trying to, push and give it all you have and an endurance challenge, it just hasn't been that at all. I mean, we've been making time so well on this river. We've actually really wished that we'd slowed down. We wish we'd taken another day off upriver. Es ist schon, als ich das Brot da gerade gesehen habe, mir hat richtig Zahn getroffen. ja, es ist schon, ich sage immer das Gleiche, aber es ist schon doll geil, ne? Es ist krass. Das hätte ich auch noch mal Bock drauf. Also jetzt nicht ja doch, vielleicht schon, weil Laufen ist noch beschissener. Ja, aber ich sag ja, es gibt bestimmt, es ist ja bei Fahrradwegen und alles und Wanderwegen, es gibt bestimmt überall Routen und die sind gekennzeichnet. Ja. Anfänger, fortgeschrittener Experte, ja. 100%. Was ich sagen muss, ich fand's im ersten... Wie episch ist das Bild einfach? Das ist echt so. Ich fand's im ersten Teil besser, dass sie da noch so ein bisschen mehr so coole Techniken gezeigt haben. Das hat mir jetzt im zweiten ein bisschen gefehlt. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ist trotzdem ein cooles Video, ey. Today I'm going to show you how to make a paddle out of a log using a saw, an axe, klar, and a large knife or machete. So I've got a spruce log. The length you're going to want it is about from your armpit down to your foot. So that's going to be my baton. A strong knife. And there's a wedge. Take one side off and take the other side off. And I'm going to beat the wedge into it with the butt of the axe. Try to make a board out of this log. I'm going to start chopping here and here on either Das finde ich jetzt aber auch frech von ihm. side. And that'll form a handle on the top. And I'm just going to chop in here. There we have sort of our rough paddle shape. So now what I'm going to start doing is just kind of cutting in on the edges, and then I'm going to start thinning it out. We have the paddle blade narrowed down a little bit. It's looking pretty good. And now we're going to smooth out the shaft. And so there we have... Können wir uns nochmal drüber unterhalten, was der da für ein heftiges Taumesser hat? Ja, das ist schon... Das ist ja krank. A crude paddle. Let's go give it a shot. Ja, geil. Stark. Das ist doch keine Raketenwissenschaft, ne? Ja, aber gut, dass es gemacht hat. Day 14 on the Alter, mountain. Das ist ja auch ein Bild für die Götter. Der Hund trinkt da das Wasser, das Kanu in Rot mit diesem Geweih drauf. Ja. Alter. Also der Bildausschnitt ist on top auf jeden Fall. River, although we're no longer on the Mountain River, we're now on the Mackenzie. I'm kind of sad that it's over, but also very happy because I'm looking forward to showering and drinking some ice cold tap water. Yes, tap water. Me and Heather, aka Spaghetti Moose, have paddled the mountain river successfully. There was a lot leading up to this, and you're packing, and there's anxieties, and we plan for the worst, hope for the best, and man, was it ever. Ob seine Lippen ein bisschen trocken sind, weiß ich nicht. Nein, wie kommst du darauf? Unbelievably amazing. Amazing. Da ist das Busch-Flugzeug. Our plane is here! Warum hatte der gerade so ein komplett Full-Face-Moskitonetz dran? Wer? Irgend so ein Typ gerade. Wer war denn das überhaupt? Wer ist das denn? Ist das der? Wer ist der Pilot, wa? Macht der schon wieder Freude? Ja, ist der so, okay, ja. Okay. Ja, ist die Frage, willst du kälter haben, aber dafür keine Mücken, oder willst du so 20 Grad haben und dafür Mücken? Richtig viele Mücken. Kälter und ohne Mücken. Ich glaube auch, Alter. Ja. Also wenn ich die Wahl hätte, lieber kalt und ohne Insekten. Ich glaube nämlich auch. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn es in Kanada stattfindet, da eventuell auch so ein Buschflugzeug mit involviert ist. Lol, Alter, warte mal. Also das sind die 4 Leute halt? Ach, geschnitten hat's ein anderer? Andere? Und die Grafik ist halt von einem, also war schon fast klar, dass er das nicht gemacht hat, ne? Ja. Ah ja. Ja, also war ein schönes Ende vom Trip. Ich hätte mir trotz des Paddels noch ein bisschen mehr Kniffe gewünscht.
Das war beim ersten Teil auf jeden Fall viel, viel geiler. Ja, ich glaube, du hast halt ab Tag 5 oder so hast dann nicht mehr so Bock, so viel zu filmen und so extra zu machen. Du willst es einfach erleben, so kann ich mir auch vorstellen. Ja, das ist sowieso immer so eine Sache, das ist der Struggle des YouTubers. Wenn du irgendwie so einen coolen Trip hast, willst du den ja auch sehr, sehr gerne selbst erleben und da filmt einem das Filmen schwer. Deshalb nimmt man sich einen Kameramann mit. Das ist uns aufgefallen, wo waren das? Sächsische Schweiz oder so? Oh, da war das Film irgendwie auf einmal voll schwer, weil wir sind so lang gewandert. Oh, alter krass! Oh, alter krass! Ja. Und dann, okay, wir müssen eigentlich wieder filmen. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder filmen. Ja. Und dann, okay, können wir machen, aber eigentlich will ich ja auch einfach so gucken und nicht jedes Mal die Kamera aufstellen. Aber eigentlich sind wir auch nur dazu da, ein schönes Video zu produzieren. Das ist immer der Struggle. Bisschen schwierig manchmal, ja. Fakt ist aber auch, falls ihr euch mehr von dem lieben Jim Beard Adventure anschauen wollt, guckt auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei. Ist alles unter der Videobeschreibung verlinkt. Der Zweiteiler war auf jeden Fall sehr, sehr geil und solide. Also wunderschöne Landschaftsaufnahmen und im ersten Teil wirklich sehr, sehr coole Tipps auch. Ja. Hat mich unterhalten, was soll ich sagen? Ja, sehr, sehr schön. Auch kurzweilig. Ja. Hier nicht so ein, ich mach das in 30 Minuten oder 40 Minuten Ding, sondern knackige 14 Minuten beide Videos. Ich find's geil. Das mag ich. Schmeckt richtig. Das schmeckt. Das ist Ware.